Mein Name ist Zeynep, ich komme aus Berlin und bin 24 Jahre alt. Es war jetzt nicht so, dass ich einen Tag hatte, wo ich dachte: „Boah, ich habe eine Essstörung." Es hat sich so eher so mit der Zeit gezeigt. Ich war auf jeden Fall zu der Zeit in 'ner festen Beziehung. Ich war schon immer etwas pummeliger. Und dann hat's so langsam angefangen, dass ich immer öfter in Stresssituationen war, auch familiär bedingt, arbeitsbedingt, und immer öfter gegessen habe. Dass es auch immer mehr wurde, bis auch Leute angefangen haben, mich anzusprechen mit: „Boah, Zeynep, was ist das?" Und da habe ich so langsam gemerkt: „Boah, die Menschen nerven mich voll. Ich gehe wieder lieber nach Hause und esse wieder was und chill vorm Fernseher und Essen ist mein bester Freund." Und da habe ich so langsam gerafft: „Boah, das ist irgendwie nicht mehr gesund." Also, tatsächlich war es so, dass ich, da auch jetzt keinen Tag hatte, wo ich gesagt habe: „Jetzt, hole ich mir Hilfe." Ich war einfach an 'nem Punkt, wo ich hatte zu der Zeit aufgehört zu arbeiten. Ich war nur noch zu Hause. Wenn ich rausging und Bekannte traf, dann gab's auch nur Kommentare mit: „Boah, Zeynep, was ist mit dir passiert? Du bist ja voll aufgegangen." Deswegen bin ich halt auch nicht mehr rausgegangen. Und das hat mich sehr, sehr lange sehr getriggert und ich weiß noch, dass ich zu Hause war und mir dachte: „Ich kann mich entweder darüber ärgern, was die Leute sagen", weil es ging in dem Punkt nicht nur um die Leute, es ging ja auch darum, dass ich mich unwohl gefühlt habe und einfach mal, dass es mir total egal ist, was sie denken, aber dass ich für mich ja auch so denke und dass ich dann auch was ändern muss. Also, wie schon gesagt, ich hatte ja gesundheitlich sehr viel Probleme. Ich bin dann auch zum Allgemeinarzt gegangen, der hat ja dann so Schritte eingeleitet. Dann war es auch so, dass, von alleine hätte ich das wahrscheinlich nicht mehr runterbekommen. Wie schon gesagt, ich habe 110 Kilo gewogen, vielleicht schon. Ich glaube, also, ich war psychisch nicht stark genug dafür, das, so lange hinauszögern. Ich habe dann die Magenverkleinerung gehabt, was für mich der richtige Weg war, weil das war für mich so der Anfang. Dann habe ich Sport gemacht, Ernährung umgestellt, mit der Ernährungsberaterin meiner Freundin, die, mir da geholfen hat. Ich wusste auch schon sehr viel von der Vergangenheit, weil ich hatte sehr oft versucht, Diäten zu machen, die ich dann nicht durchgezogen habe, so Eiweißdiäten, Low Carb, solche Sachen. Und dadurch, dass ich das schon im Kopf hatte und dann auch noch Hilfe hatte, ich hatte auch noch Unterstützung von meinem jetzigen Mann, sehr, sehr viel. Da war es halt so, dass also, ich bin frühs aufgestanden, ich habe ausgewogen gefrühstückt, viel mehr bewegt. Ich habe mir 'n Fahrrad geholt, ich bin rausgegangen. Was die Leute gesagt haben, ging hier rein, da raus. Und das hat sich auch wirklich über Jahre lang so durchgezogen. Ich habe schon auf Dinge verzichtet, die ungesund sind, für 'ne Weile. Jetzt heute esse ich sie, aber jetzt nicht so wie damals. In der Zeit, wo ich sage jetzt mal, in meinem Down war, wo ich, an dem Punkt war, wo ich gar nichts mehr gemacht habe und einfach nur immer mehr zugenommen habe, war es eher so, dass ich eingeschüchtert war, wenn ich auf Instagram war und die ganzen Models sah und, generell für mich war, ähm, auch wenn Leute draußen sind und posten, dass sie im Restaurant sind, das war für mich der Horror. Also, wenn Leute mich draußen essen gesehen haben, dann gab's immer von irgendwo Blicke, wirklich immer. Deswegen habe ich das dann auch irgendwann gelassen. Ähm, also, das war eher so das Negative. Positiv, teils auch, weil es mich angespornt hat, weil ich gesagt habe, „Ey, ich fühle mich so, wie ich jetzt bin, halt nicht wohl. Ich möchte anders sein und da muss ich auch was dafür tun." Dann habe ich auch ganz viel so 'n, jetzt nicht Fitnesscoach, aber den Leuten gefolgt, die so Sport gemacht haben, die einfach mal spazieren gegangen sind, die die Treppe statt die Rolltreppe genommen haben, und habe solche Dinge mehr verinnerlicht. Ich liebe Essen immer noch, daran hat sich nichts geändert. Es ist nur jetzt, so, also, ich muss sagen, ich glaube, es hat auch sehr viel mit dem inneren Frieden mit sich selbst zu tun. Ähm, früher, ja, ich habe Essen immer geliebt. Für mich war es immer so 'ne Leidenschaft. Ähm, aber
Ich sage mal, es war auch, wie schon gesagt, ich, hatte sehr viel Stress in der Zeit. Ich habe mich sehr unwohl gefühlt. Es war auch trotzdem so 'n Triggerpunkt bei mir, dass ich mich trotzdem immer drauf gestürzt habe. Jetzt mittlerweile ist es so, ich freue mich aufs Essen, jeden Tag, immer wieder. Ich freue mich, wenn ich gutes Essen vor mir habe. Es ist aber auch immer so diese hintere Stimme in meinem Kopf: „Ey Zeynep, chill. Du hast noch so viele Tage vor dir. Du kannst auch morgen das essen.“ Also, ich bin schon vorsichtiger geworden, aber ich habe auch manchmal Tage, wo ich mir dachte: „Boah, du hast das echt übertrieben“, und fühle mich dann auch echt schlecht. Ähm, und dann kam's auch schon vor, dass ich, 'ne Phase hatte, wo ich wieder so rückfällig geworden bin und dann wieder tagelang nichts gegessen habe, um das wettzumachen. Aber also, ich bin jetzt nicht komplett, wenn ich jetzt an 'nem McDonald's vorbeilaufe, breche ich nicht in Tränen aus. Das ist Ich freue mich immer noch über 'n Cheeseburger. Also, wenn man merkt: „Boah, irgendwas stimmt mit mir nicht. Ich bin krank, ich will nicht mehr so essen“, man muss erst mal verstehen, dass man selber sich in der Situation grade nicht wohlfühlt und raus will aus dieser Situation, und am besten dann, wie schon gesagt, am besten mit jemandem darüber reden. Ein Vertrauter, von dem man weiß, dass er objektiv ist, dass er ehrlich zu einem ist. Ähm, Ich glaube, das ist so der allererste, allerwichtigste Schritt. Auf jeden Fall. Also, ähm, ich habe Leute in meiner Familie, die auch an 'ner Essstörung leiden, von denen ich weiß, dass sie nicht so ein Umfeld haben, wie ich es hatte. Ähm, also klar, ich habe es in meinem Kopf für mich beschlossen, aber wie ich schon sagte, mein Ehemann hat eine immense Rolle gespielt. Also, er hat mich, egal wie ich war, geliebt, das ohne Frage. Er hat mich, als ich pummelig war, geliebt. Er hat mich, als ich 'n 110 Kilo Frau war, geliebt. Er liebt mich jetzt immer noch mit, meinen, wie schon gesagt, Dehnungsstreifen und hängiger Haut und was auch immer. Ähm, aber er hat immer gesagt: „Also, egal welchen Weg du gehst, ich gehe ihn mit dir.“ Und ich habe mich nie allein gefühlt. Ähm, aber dafür ist es halt wichtig, dass man sich selbst dass man diese Hilfe annimmt. Ähm, Es ist schwer, jemandem zu helfen, der sich nicht helfen lassen möchte. An dem Punkt bin ich wirklich sehr, sehr froh. Also, ich hatte wirklich auch ein Umfeld, was mir positive Energie gegeben hat, was mir Kraft gegeben hat. Ich meine, man kann ja auch Leute versuchen zu motivieren und ihnen dabei die Kraft rauben. So von wegen: „Ja, mach doch jetzt, du willst doch was ändern.“ So was hatte ich Gott sei Dank nie. Also, es war immer: „Take your time, wir sind bei dir, egal wie schnell oder wie langsam du vorankommst.“ Und ich glaube, das ist extrem wichtig. Wenn ich jetzt vorm Spiegel stehe und mich sehe, dann bin ich eigentlich total stolz, weil, also, wie gesagt, Ernährung und Sport gehören jetzt zu meinem Alltag, auch wenn ich es manchmal so ein bisschen schleifen lasse, aber mein Gott, wer tut's nicht? Und ich bin einfach extrem zufrieden, und ich meine, klar habe ich noch hier und da meine Macken. Ich meine, ich bin ein halber Mensch weniger. Ich habe jetzt nicht das, ideale Körperbild, aber ich liebe meinen Körper, wie er ist, mit all seinen Narben und Dehnungsstreifen und, allem Möglichen. Und ich bin viel selbstbewusster. Also, Kritik oder Komplimente, ich nehme sie gerne auf. Ich, ich freue mich auch über Komplimente. Ich freue mich auch über Kritik. So ist es nicht. Sie stört mich nicht mehr so wie früher. Sie triggert mich nicht mehr. Ähm, aber ich bin mit mir selbst im Reinen. Also, ich weiß, wie ich mich finde, wie ich mich fühle, und ich hoffe, das schaffe ich mittlerweile auch so auszustrahlen, und ich glaube, das merken auch vor allem die Leute in meinem Umfeld. Ja.